Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf EU16 an Tag Nummer 15. Wir haben heute den 15. Den 15. November und es ist natürlich der 15. Tag des Serverstarts von EU16. Wir schauen in die Ehrenhalle rein und gucken, was das Rennen um die 5 Erstplatzierten von diesem Server hier so macht, beziehungsweise die ersten 5, die Stufe 350 erreichen sollten, bekommen einen Avatar und darum geht es ja hier schlussendlich auch auf dem Server. Ja, und wenn man sich so die ersten Plätze anschaut, dann sieht man hier noch nicht ganz besonders viel, sage ich mal, in Richtung 300, aber wenn wir ein bisschen weiter runter schauen, dann sehen wir schon den ersten, und zwar ist das der Bahamas Vow mit Stufe 304, der erste Stufe 300 plus Account auf dem Server hier. Die anderen sind noch ein bisschen weiter hinten. Wenn wir uns das Ganze mal auf der Statistikseite einmal anschauen, dann haben wir das nochmal ein bisschen genauer sortiert nach dem Level. Ich finde, hier sieht man das dann nochmal ein bisschen besser. Das Ganze ist zwar noch nicht aktualisiert für den heutigen Tag. Man sieht hier, da ist der Bahamas Vow noch Stufe 291. Und heute ist er ja schon Stufe 304, also hat hier nochmal gut was hingelegt auf jeden Fall. Und danach haben wir dann erst den Lachi, den Kugi, den Soulcutter und Mr. Hope. Das sind jetzt so momentan die ersten 5 Leute, die jetzt laut Statistik ein Avatar bekommen könnten, beziehungsweise würden, wenn es dann halt eben danach geht. Beziehungsweise Kugi bekommt ja keinen, weil er Content Creator ist. Das heißt, der nächste wäre dann hier der Donny Dano auf Stufe 271. Momentan sieht es so aus, aber es kann natürlich auch noch sein, dass die Leute hier unten auch vielleicht sich noch irgendwas in der Hinterhand aufbewahren. Ich weiß es nicht, wie schlau sowas wäre, weil wir hatten ja in dem Video vorab gesagt gehabt, wo ich so, also wie ich es hätte machen, also wie ich es gemacht hätte so, und da macht es halt einfach wie keinen Sinn, sich die Dungeons aufzusparen bis irgendeinem Punkt im Game. Klar hat man dann in irgendeiner Art und Weise dann schon irgendwo einen Überraschungsmoment in der Hinterhand, den man dann ausnutzen könnte, weil der Gegner sich eventuell nicht drauf einstellt, dass man sich die Dungeons aufbewahrt. Ja, aber es ist halt einfach nur klug, sag ich mal, so schnell wie möglich, einfach stumpf die Dungeons durchzukloppen und halt eben so schnell wie möglich die Level hoch zu climben, weil bis Stufe 393 bekommt man ja auch noch mehr XP durch alles Mögliche, durch Quests, Akademie, das Kalenderlevel up, was ja auch sehr wichtig ist, ne? Und ich meine, bis 393, darum geht es ja hier größtenteils gar nicht bei dem Serverstart, sondern halt wirklich bis Stufe 350 und deswegen macht es halt wie gesagt keinen Sinn, Dungeons aufzusparen, weil man ja dann effektiv XP sich vorenthält bis zu dieser Stufe, ne? Also würde ich mir jetzt so denken. Wie gesagt, man hat einen Überraschungsmoment, aber ob der es dann wirklich so weit bringt, ist natürlich fraglich, ne? Aber am Ende des Tages werden wir natürlich sehen, wer hier das Rennen macht auf dem Server. Ich bin sehr gespannt. Und momentan haben wir halt eben ein relativ knappes Umfeld, was die Level angeht, bis auf Bahamas, wo der schon ein bisschen Abstand auf jeden Fall gewinnen konnte. Das hat sich die letzten Tage definitiv bemerkbar gemacht. So sieht das Ganze aus. Wenn wir mal auf den Server schauen, haben wir hier momentan 55.753 registrierte Spieler drauf. Das ist definitiv nach dem 15. Tag jetzt nicht ganz verkehrt für EU16, sag ich mal so. Und deswegen mal gucken, wo da noch die Reise hingeht. Man muss aber definitiv dazu sagen, es könnte sein, dass halt eben ein Großteil der Spielerschaft, die hier auf dem Server spielt, in den oberen Rängen eventuell wegbrechen könnte, wenn halt eben dieses Avatar-Race vorbei ist. Da muss man halt eben drauf achten, wie das Ganze so aussieht dann danach, ne? Ansonsten, sind die Gem Miners jetzt bei 27 Raids momentan gerade, 491er Ritterhalle haben sie jetzt hier, ne? Da geht es auf jeden Fall voran. Und ich persönlich bin aus meiner Gilde rausgeschmissen worden. Ich hatte gestern eine Verwarnung bekommen, weil ich, glaube ich, irgendwie 1-2 Mal bei Raids oder so gefehlt hatte. Und
ja, dann hatte ich einfach zurückgeschrieben gehabt, kickt mich ruhig raus, das ist kein Problem. Ich bin ja auf dem Server ja eh wirklich nur äh, ja, zum Gucken da und nicht wirklich zum Spielen. Ne? Wir können jetzt mal schauen, ob wir hier noch irgendwie ja, eine deutsche Gilde finden, wo man jetzt noch irgendwie so ja, rein könnte, ne? Damit man halt einfach mal ein bisschen supporten kann. Wenn denn halt gewünscht, also ein bisschen trage ich ja auch dazu bei, ne, auch wenn jetzt nicht so besonders viel. Ein paar Ausbauten habe ich ja und ja, so wenn ich mich auf dem Server einlogge und sehe, dass ich irgendwie einen Raid mitmachen kann, dann mache ich das natürlich auch. Ne? Da spricht natürlich absolut nichts gegen. Ne? Und ein-, zweimal am Tag logge ich mich hier schon ein auf dem Server. So ist es jetzt auch nicht. Ne? Jo, aber wie gesagt, wir hatten ja extra ja, eine Gilde rausgesucht gehabt, die nicht hohe Ansprüche hatte. Die hatte ich dann auch noch unterboten gehabt. Und deswegen, ja, gucken wir einfach mal. Wir haben hier auf jeden Fall die Ehrenlosen. Ich habe jetzt nur mal nach der deutschen Sprache gesucht hier. Wizard ist hier eine deutschsprachige Gilde. Da haben wir ein 41er Durchschnittslevel. Ich denke, da könnten wir ein bisschen aushelfen. Ich wollte jetzt auch vielleicht nicht so eine Gilde nehmen, die schon relativ gut dabei ist. Made in Germany könnte man noch nehmen. Ne? Was haben wir noch hier? Würstchenparty. Da ist der Durchschnitt aber schon ein bisschen höher. Genauso hier bei der Gilde auch. Na, ich glaube, ich nehme einfach mal die erste Gilde, die ich jetzt hier ins Auge genommen hatte, und das ist jetzt hier Wizard. Ja, deswegen würde ich mal sagen, wir haben hier Stufe 8 bis 72, da sind wir mit 144, crashen wird auf jeden Fall die Party. Ja, dann gucken wir hier einfach mal rein. Ne? Und vielleicht können wir ja hier noch so ein bisschen ja, behilflich sein bei dem ein oder anderen Raid und kann man hier was zu beitragen. Die scheint mir auch relativ aktiv zu sein, die Gilde hier, also von daher, ne, kann man da vielleicht ein bisschen was zu beisteuern. Mal gucken, wir haben ja auch, was sagen hier die Ausbauten? Warte mal, wo haben wir das hier nochmal? Wir haben hier 288er XP und Gold. Ja, das könnte man auch noch ein bisschen hochtreiben. Wir haben hier viele Leute, die hier auch ihre Gildenausbauten nicht gemacht haben. Deswegen würde ich mal sagen, bevor wir hier mit unseren Pilzen, die wir hier bekommen als Creator, da einfach die nur im ja, Raume liegen lassen, beziehungsweise nicht nutzen, finde ich es immer ganz cool, wenn man sagt, ey, man trägt hier ein bisschen zu bei und kann noch der Gilde so ein bisschen unter die Arme greifen, und das machen wir jetzt mal. Das hatten wir ja auf vergangenen Servern hatten wir das ja auch schon öfter gemacht hier so und haben ein bisschen geholfen. Deswegen machen wir das mal hier auch. Schade, dass wir jetzt hier nicht so viel Gold bekommen haben. Aber ja, ich pilz mich mal jetzt hier einfach so ein bisschen ja, bodenlos durch, sage ich mal. Ne? Sollte man auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt nachmachen hier das Ganze. Ist jetzt natürlich nicht der empfehlendste Playstyle, aber auf jeden Fall der Playstyle, ja, der jetzt in kurzer Zeit auf jeden Fall am schnellsten geht. Dann sammeln wir noch ein bisschen Gold für die Gilde hier und dann greifen wir den Ganzen nochmal ein bisschen unter die Arme. Ne? Ja, dann bin ich gespannt, wie es hier auf jeden Fall auf dem Server weitergeht. Wie gesagt, wir haben jetzt hier tatsächlich erst einen Spieler über Stufe 300. Ne? Wie gesagt, bei den anderen Spielern muss man mal gucken, ob sie sich da ein bisschen was in der Hinterhand aufbehalten oder nicht. Ich muss mal schauen, dass wir zumindest das Gold mitnehmen hier. Genau, und dann wird sich das ja zeigen, wie am Ende dann wirklich der Unterschied aussieht, ne? Beziehungsweise wo halt der höchste Spieler zu dem Zeitpunkt dann ist, wenn die anderen Spieler auch Stufe 350 erreichen, weil wie gesagt, jetzt sieht es momentan wirklich danach aus, als ob hier der Bahamas Vow wirklich einen sehr krassen Vorteil sich irgendwie auf irgendeine Art und Weise erspielen konnte, im Gegensatz zu den anderen. Ne? Vielleicht hat er deutlich mehr reingepilzt als die anderen. Anders kann ich mir das jetzt ja fast gar nicht vorstellen. Deswegen, ja, werden wir mal gucken, wie das Endergebnis denn am Ende des Tages aussieht. Ja. So, wir sind hier jetzt gleich durch mit unserer Alu. Es ist zwar jetzt nicht die beste Art und Weise zu spielen, aber es ist jetzt auf jeden Fall die schnellste. Ne? Und dann können wir das gewonnene Gold hier auch gleich nochmal in die Ausbauten reinknallen, würde ich sagen. Ne? Und das machen wir mal auch direkt. So, machen wir noch das hier ein bisschen
Machen wir mal auf 20, aber Lehrmeister ist auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen wichtiger. So, damit, das ist aber jetzt schon teuer hier. Ja, okay, gut. Ja, und dann werden wir den Rest des Tages, beziehungsweise werde ich noch die Tage ein bisschen spielen und dann noch ein bisschen, ja, die Ursatz hier auf jeden Fall noch ein bisschen vorantreiben. Okay, Freunde, das war es dann erstmal soweit von mir. Ja, wir sehen uns wieder, wenn es hier was Neues zu berichten gibt auf dem Server. Ne? Aber das ist jetzt erstmal so momentan der Zwischenstand hier. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.